Susanne Grönewald, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Danke für die Einladung. Kurze Frage, Skala 1 bis 10, wie fühlst du dich heute? Gut, es ist früh, aber wir hatten schon eine Future of Work Session, die ich moderieren durfte. War sehr, sehr spannend zum Thema Teams und wie wir in Zukunft im Team zusammenarbeiten werden. World Web Forum rockt wie jedes Jahr und ich finde dieses Jahr besonders gelungen. Dann stehst du bei 7, 8, 9 oder 10? Ja, ich würde sagen einfach 9, weil man immer noch irgendwas immer besser machen kann, aber grundsätzlich schon sehr, sehr zufrieden. Das World Web Forum stellt die Frage Master or Servant. Ja. Wie ist das zu bewerten? Ist das eine inspirierende Provokation oder hat die Frage schon einen immanenten Realitätsbezug? Ja, ich glaube, die Entscheidung, die liegt bei uns als Mensch. Also ich verstehe das so, oder sehen wir uns in einer aktiven oder in einer passiven Rolle in dieser digitalen oder technologischen Revolution. Und ich bevorzuge das Aktive. Also ich glaube, wir müssen und sollten und dürfen ja gestalten. Und heute, wenn man jetzt auch den Experten am World Web Forum zugehört hat, Artificial Intelligence ist bei weitem noch nicht an dem Punkt, wo sie eigenständig die Menschheit gestaltet. Ganz im Gegenteil, sie lernt eigentlich immer noch das, was wir zulassen, das, wo wir die Richtung vorgeben. Aber ich glaube, selbstverständlich in der technologischen Revolution gilt es für jeden, auch als Bürger, sei es als Mitarbeiter, sei es gerade auch als Führungskraft oder als Politiker, jeder in seiner Rolle in der Gesellschaft soll und darf mitgestalten. Und ich glaube, das ist die Zeit, in der wir leben, eine Zeit der Mitgestaltung, und die Verantwortung sollte man wahrnehmen. Zentrales Thema, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir gestalten gemeinsam die Zukunft und auch die digitale Zukunft. Kann es denn dennoch passieren, dass sich die Dynamik wieder dreht, gerade das Stichwort künstliche Intelligenz, und dass wir irgendwie in gewisser Weise übernommen werden, also der Technologie hinterherrennen? Also die Technologie gestaltet uns. Kann das auch passieren oder müssen wir da zumindest sehr aufpassen? Ich habe den Eindruck, gerade auch jetzt von den Experten, die wir heute gehört haben und auch gestern gehört haben, dass wir im Moment noch nicht an dem Punkt sind. Aber ich glaube, natürlich müssen wir vorausschauend sein. Bei jeder technologischen Entwicklung, die wir durchgemacht haben als Menschen, hat man davon profitiert, dass man Visionäre hatte, die auch geschaut haben, in welche Richtung möchte ich diese Technologien einsetzen. In der Regel war es ja so, dass es eigentlich historisch immer der Mensch wohlwollend das Plus-Minus gelenkt hat. Natürlich, wir hatten unsere Momente, wo wir Technologien auch, Stichwort Kalter Krieg beispielsweise, wo wir es fast zu weit getrieben hatten. Und ich glaube, auch das Thema Cybersecurity und auch Artificial Intelligence, gerade im Kontext der nationalen Sicherheit, da müssen wir uns bewusst sein, mit welchen Kräften wir spielen. Aber ich denke, bis heute haben wir als Menschheit geschaut, dass es uns global immer besser geht. Und die ökonomischen Indikatoren sehen wir ja auch. Der Lebensstandard ist immer besser geworden für immer mehr Menschen. Und ich habe den Glauben an die Menschheit, dass wir das weiterhin auch so tun werden. Aber solche Foren, solche Möglichkeiten, wo verschiedene Experten aufeinandertreffen und diese Dinge diskutieren, werden natürlich immer wichtiger. Klingt gut, wünschen wir uns, dass es so ist, wie du sagst. Technologie an sich, das führt ja auch auf gesellschaftlicher, politischer Ebene, auf ganz vielen Ebenen zu Veränderungen, manchmal auch zu Umwälzungen. Gibt es da Gewinner, gibt es Verlierer? Ist das für alle gleich? Gesellschaftlich bezogen? Ich glaube, die Gewinner sind die lernen und schnell lernen. Ich glaube grundsätzlich, dass wir dadurch, dass wir so viele Veränderungen durchgehen und auch die Geschwindigkeit der Veränderung laufend zunimmt, dass wir alle ein Stück weit die Voraussetzungen haben, Zugang zu Wissen zu haben, Zugang zu Verständnis, wie man mit diesen Veränderungen umgehen kann, ja auch dank dem Internet unter anderem. Aber den Schritt, diesen Zugang auch zu nutzen und sehr proaktiv zu nutzen und dann mit diesem Wissen eben mitzugestalten oder nicht, dieser Schritt ist bei uns. Und ob wir den Schritt machen oder nicht, und natürlich gewissen fällt er aus verschiedenen Umständen leichter, anderen vielleicht weniger. Das ist die Kernfrage des 21. Jahrhunderts und das bestimmt, wer am Schluss Gewinner oder Verlierer ist. Kann es dann eine politische Aufgabe sein oder ist es eine gesellschaftliche oder wirtschaftliche Aufgabe für jene, denen es eben nicht so gut gelingt, zu schauen, dass es dennoch für alle gut läuft?
für die Schnellen und für die nicht so Schnellen? Ich glaube, es wird in Zukunft immer mehr ein Thema werden, was heißt Digital Corporate Responsibility beispielsweise und inwiefern nehme ich einfach immer neues Talent rein und ersetze bisheriges Talent, das nicht mehr den Aufgaben gewachsen ist und inwiefern will ich als Firma dieses Talent aber auch mit den Skills ausstatten, die es für die Zukunft braucht. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich die Privatwirtschaft immer mehr stellen wird in Zukunft und auch heute schon muss. Gleichzeitig ist es im schweizerischen Politverständnis ja durchaus so, dass man sich immer bemüht hat, für möglichst gleich lange Spieße zu schaffen und aus welchen Gründen auch immer, wenn die Privatwirtschaft bei gewissen Menschen festgestellt hat, dass das irgendwie nicht klappt mit der Integration, mit diesem Redeployment, dass man da Unterstützung und Hilfestellung bildet, auch bildungsmäßig Hilfestellung bietet. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir, das hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann eigentlich vor einem Jahr am World Web Forum gesagt, die Ambition in der Schweiz muss sein, nicht nur, dass wir die digitale Transformation packen, sondern dass wir sie alle gemeinsam bei Vollbeschäftigung hinkriegen. Und ich glaube, diese Transformation so zu bewältigen in der Arbeitswelt, dass wir jeden mitnehmen. Das ist eine Aufgabe, das kann man nicht nur der Politik zuschieben, das kann man nicht nur dem privatwirtschaftlichen Sektor zuschieben, das kann man auch nicht dem Einzelnen alleine zuschieben, da müssen wir alle gemeinsam anpacken. Was heißt denn das, wenn du zum Beispiel jetzt sehr jungen Leuten, 15, 16, 17-jährig sowas, die vor der Wahl stehen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, also wirklich nochmal grundsätzlich wählen können, was sollen die machen? Was sagst du denen in Bezug auf Haltung oder Weg, den sie einschlagen sollen, auf was sie achten sollen, Skills? Was sagst du denen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Fähigkeit, gerne zu lernen. Und das heißt, auf eine gewisse Art und Weise ist die digitale Transformation die Chance, seiner Leidenschaft zu folgen. Weil das Wichtigste, das du dabei lernen kannst, ist eben die Freude, dieser Leidenschaft nachzugehen. Und solange du der Leidenschaft nachgehst, lernst du ja auch gerne immer mehr darüber. Das ist völlig natürlich. Es ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt. Und idealerweise würden wir einfach diesen Skill, dass man sich immer mehr in etwas Neues leidenschaftlich reinkniet und versucht zu verstehen, wie funktioniert das jetzt, darauf kommt es in Zukunft an. Das heißt, es ist ja nicht mehr so, dass du einen Job fürs Leben auswählst, für keinen von uns, egal wo er steht. Und ich glaube, als junger Mensch ist es eigentlich die Zeit zu sagen, gut, jetzt ist eigentlich eine Zeit, wo es nicht so drauf ankommt, wenn ich einmal einen falschen Entscheid treffe. Vielleicht ist eben der falsche Entscheid ein Umweg zum Richtigen. Genau. Das weiß man ja nie und oftmals ist es rückblickend einfacher. Genau. Letzte Frage. Wir nehmen Puls, Skala 1 bis 10. Wie fühlst du dich jetzt nach unserem Interview? Ja, 10, selbstverständlich. Es war doch ein gutes Gespräch und ich glaube, genau diesen Diskurs braucht es eben und mit möglichst vielen, die sich einbringen. Sani Grönewald, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Danke vielmals, Rudi Weber.